Wir sind hier mit Marvin Wilber. Hi. Und du bist in die Top 32 gekommen, der deutschen Meisterschaft, und zwar mit Cosmo. Jo. Ja, und ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Deckprofile, danach stelle ich weitere Fragen. Ja, okay. Also, ja, 3 Dark Destroyer, ist klar. Schlüsselkarte ist 6. 3 Slip Rider, genauso wichtig wie Dark Destroyer. Brauchst halt einen von den beiden für große Combo. 3 Delta Shuttle, wichtiges Combo-Piece. 3 Sword Trooper. Ja, braucht man für manche Kombos braucht man halt 3, für andere wiederum nur 2, aber 3 ist halt wichtiger. 3, du kannst halt größere Plays einfach machen mit 3. Dann 3 Strawman, eigentlich der wichtigste Pilot von allen, kann man sagen. 3 sind sehr wichtig für die große Combo, die ich zum Schluss vorstellen kann, von mir aus. Mhm. 2 Planet für die große First-Turn-Combo halt. Gewinnt gegen Monarchen, gewinnt gegen das Mirror-Match, gegen die Mais-Decks. Also ja, ist halt eine super Karte. Hast du ihn oft rausgebracht? Ja, auf jeden Fall. Er hat viele Spiele gewonnen. Okay. 2 Ladies, ja, zum gegnerischen Place unterbinden. Bombenkarte, ist klar. 2 Planetensucher, weil das Deck halt wirklich ausschließlich auf Viking Island basiert. Brauchst du halt ja, irgendwie noch mehr Suchoptionen halt für die, ansonsten machst du halt nichts. Und du kannst halt viele Plays ohne die Norm Summon machen, da geht das schon. Ein Landwalker als zusätzliches Schiff und weil er gut absichert. Eine Tin Can, du willst die halt nie ziehen, die brauchst du halt nur, wenn du mehr oder weniger Bricks, sage ich mal, oder halt für Endphase, um ein paar mehr Optionen zu kriegen. Also, ja, Max T bekommt zum Beispiel, und du willst die halt wirklich nie ziehen. Und 2 Viking Targets. 1 ist zu wenig, weil, wie gesagt, ohne Island machst du nichts. Und wenn du das eine Target auf der Hand hast, dann passiert halt nichts mehr. Und du brauchst halt für manche Plays brauchst du halt ihn, und für andere wiederum brauchst du ihn. Und ja, die sind halt echt, die sind gut, super Karten. Alles klar. Dann die Zauberkarten. 3-mal Cosmotown. Für die Combo halt, zum Recyceln, zum Wegschießen, zum Suchen. 3 Terraforming für die Town und für die 3 Island. Dann 2 Teleport, ist klar, für die Psys. 2 MSTs, für den Fall, dass du nur einen Combo-Piece hast, also Island, oder nur eine Option hast zum Suchen und halt nur auf die Island kommst, kannst du damit immer noch Combo machen, weil du den Island wegschießen kannst, beziehungsweise kannst du damit halt Town, hast halt beliebige Searches und wenn du halt Second gehst, gerade auf der DM, viele die Mais-Decks, ist halt eine gute Option einfach. Und 2 Chalice. Chalice halt, ja, wenn du anfängst, hast du halt einen Interrupt mehr, oder wenn du Second gehst, kannst du eine Beatrix aufhalten oder eine Lady oder ein Majesty's Fiend. Und ist eine geile Karte, einfach, ich liebe sie. Also willst du auch weiterspielen? Auf jeden Fall. Feinkarten habe ich gar keine gespielt. Okay, dann Extra-Deck? Extra-Deck oder Side-Deck? Erstmal Extra-Deck. Extra-Deck. Ja. Einmal F0 für OTK-Kombo, wenn du halt dem Gegner was klauen musst, was du nicht einfach wegschießen kannst. Ein Herald für Combo, damit du halt den Dark Destroyer oder den Planet wieder suchen kannst. Ein Phoenix für OTK, über Doppel Strawman halt, ist klar. Ein Levia für die Combo. Ein Grampuls ja, zum Stallen als Combo-Piece, wenn du mal nicht so gut hast. Ja, Standard. Oh, ja. Eine Kornblume. Der ist wichtig fürs Mirror-Match, falls du doch mal auf den gegnerischen Planet triffst, kannst du ihn damit weggeben, beziehungsweise kannst du Beatrix wegräumen, kannst einen Prime auf die Hand geben. Ist halt echt gut. Doppel-Break Sword, wenn du Second gehst, beziehungsweise wenn du halt ja, dann in den Genuss kommst, OTKen zu dürfen. Bleibt halt nichts mehr liegen vom Gegner. Ein Giga-Brillant zusammen mit einem Kernkohlweiß. Ja, gleiche Geschichte für Prime, Beatrice, zum Quatsch. Und einmal habe ich sogar mit Giga-Brillanz Effekt OTK gedrückt, also war ganz cool. Ein Valkasaurus zusammen mit dem Gaia für OTK. Sehr schön zusammen mit der Gusto Phoenix, ihn einfach zweimal angreifen lassen. Macht Spaß. Plejaden
gegen BA, wenn er mal nicht so saftig hat und du auch nicht, dann kannst du ihn damit schon gut ärgern. Und natürlich die Klassiker Infinity und Nova zum Aufhalten des Gegners. Side-Deck. Ja, ein Planet. Wenn du halt zu 100% weißt, du fängst an gegen Monarchen oder Mirror-Match, dass du halt, wenn du die große Kombo hast, dann suchst du dir halt die Planets eigentlich zusammen, die zwei. Aber wenn du halt einen auf der Hand hast, dann macht die ganze Geschichte schon um einiges einfacher und du hast halt noch mehr Möglichkeiten, andere Dinge zu tun. 3 Kaijus. Wenn der Gegner anfängt, Beatrice, Lady, Justice Fiend, gleiche Geschichte wie mit Chalice, alles wegopfern. 2 Twin Twister für die Ekeldecks, die Mais und dergleichen. Ein Chalice, gleiche Geschichte wie mit den Kaijus, halt gegnerische Plays interrupten und kannst du halt auch boarden, wenn du zum Beispiel gegen Matchups hast, wo du den Planet nicht unbedingt brauchst und aber anfängst, dann kannst du halt den Chalice reinnehmen, kannst halt noch mehr aufhalten. Ein Darko Enrageki für Second gehen, 3 Masken, ja, Monarchen ist klar. 2 Royal Degree gegen die Mais und dergleichen und ein Mojo, wenn du halt anfängst und den Planet rausboardest, dann hast du halt über Town dann eine andere Search-Option einfach. Ja. Alles klar. Also du warst ja sehr erfolgreich in Prag, aber das Deck hat sich jetzt echt verändert. Erklär doch mal genau, wie es sich verändert hat, die Spielweise und so weiter. Zu Prag ist halt die Sache, Prag war halt Control-Format, da war halt Tin Can Z4 und den Gegner halt aufhalten, dass er einfach nichts mehr macht. Jetzt ist halt, du gehst halt über Combo und hältst den Gegner halt über deine Monster-Effekte auf. Das ist eigentlich so der Unterschied, ja. Und du kannst halt OTKen ohne Ende, was halt vorher nicht so einfach möglich war. Halt, du brauchst schon Farmgold dafür. Heutzutage halt nicht mehr. Du hast jetzt von der großen Combo gesprochen. Kannst du die mal zeigen? Die große Combo sind halt die 3 Pieces. Spielst Island aus, zerstörst den Dark Destroyer, suchst dir den Garonix. Mit dem Dark Destroyer beschwörst du dir einen Delta Shuttle. Dann nutzt du den Effekt von Delta Shuttle auf sich selbst, verringerst seine ATK und legst dir den Strawman in den Friedhof. Dann kommt Town darüber, der geht weg, zerstört sich, floatet in den Sword Trooper. Sword Trooper zahlt, holt ihn, er zahlt, holt ihn. Town nimmt dir den Dark Destroyer auf die Hand. Er kann seinen Effekt aktivieren, weil es Kosten sind, das Reinlegen und das Targeten. Deswegen aktiviert er seinen Effekt und legt den Planet rein. Dann nutzt er den Beschwörungseffekt von Strawman für den Dark Destroyer. Der zerstört sich selbst, geht nach Hause. Holt den Slip Rider. Der Slip Rider zerstört dir die Town. Die Town sucht dir den Dark Planet. Dann machst du Überlappen zu Infinity. Dann kommt der Normal Summon, der Garonix. Overlay auf Levia. Dann nutzt der Levia seinen Effekt. Beschwört den Strawman. Strawman nutzt seinen Effekt, zahlt 500. Dann kommt der Dark Destroyer. Dark Destroyer kommt aufs Feld, aktiviert seinen Effekt. Du negierst den Effekt selbst mit Infinity. Dadurch wird der Dark Destroyer zerstört, geht wieder raus. Floatet in den Strawman. Strawman holt mal wieder Dark Destroyer. Die beiden gehen auf Herald. Der Herald nutzt den Effekt, holt dir den Planet auf die Hand. Du startest ja nicht mit 3 Handkarten, also du hast noch Karte X. Die mischst du rein für den Effekt. Dann sorgst du den ein, damit du mehr Strawmans und dergleichen im Friedhof hast. Der kommt aufs Feld, indem er sich selbst banisht. In der Endphase, der wird zerstört und geht in die Lady rein. Jetzt kann der Planet halt 4-mal negieren und den Rest machst du damit. Das ist der absolute Hammer. Wie oft hast du das heute gemacht? Ja, irgendwie komischerweise. Ich habe es heute einmal gemacht gegen die Mais und ansonsten hatte ich sie nie. Die Sache, also es ist irgendwie merkwürdig. Normalerweise in allen anderen Turnieren, wo ich das Deck gespielt habe, beziehungsweise in allen Tests, kommt es halt wirklich sehr, sehr häufig. Aber irgendwie auf der DM wollte nicht so richtig. Einmal hatte ich, hatte der Gegner Maxim, musste ich halt leider aufhören. Ja, aber ansonsten, es kommt eigentlich sehr, sehr häufig, die Geschichte. Alles klar. Willst du noch irgendwas vom Deck verändern oder ist das Deck so perfekt? Eigentlich ist es perfekt soweit. Also der Bild steht an sich schon seit 2 Wochen und
es werden halt immer so 2 Karten geaddet und verändert, aber so an sich die Geschichte steht. Ja. Alles klar, dann irgendwelche Shoutouts? Ja, Shoutouts zu BB Land Berlin, bester Yu-Gi-Oh! Laden in Berlin auf jeden Fall. Zu unserem Yu-Gi-Oh! Projekt, Ordinary Yu-Gi-Oh! Könnt ihr mir auf Facebook besuchen. Und ansonsten noch schöne Grüße an Saskia aus Görlitz. Die freut sich. Alles klar, dann danke fürs Deckbefall. Jo.